Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit MadChChris. Ich bin MadChChris und finde es sehr schön, dass ihr zurückgefunden habt zu mir hier. Und heute habe ich Slapped Ham für uns. Ja, mit Geistern im Krankenhaus. Viel Spaß. Ja, Slapped Ham. Also, hier haben wir die Krankenhausgeister, die Patienten und Angestellte ängstlich zurückgelassen haben. Die haben Angst gemacht. Wir wissen ja, Krankenhäuser sind sowieso Orte, wo es spuken könnte, weil halt alles sehr emotional ist in Krankenhäusern für viele Menschen. Und ja, und diese Orte haben dann natürlich auch eine sehr spezielle Bedeutung. Also schauen wir jetzt mal rein, was Slapped Ham uns zeigen möchte. Bin nur ein bisschen hölzer, ne? How you doing? I'm Callan and Hi, this is Callan. Slapped Ham. Today we're looking at some creepy images. From a ghost photographed in a Bolivian hospital to a possible Grim Reaper sighting in a nursing home. Ooh. We explore these hospital ghost sightings that have patients and staff worried. But before we get into it, remember to hit that subscribe button for more awesome creepy content just like this. This unsettling image was first posted to Reddit in 2014 by user Eskimo Jake. Oh ja, Leute, guckt euch das mal an. Das ist Pareidolie par excellence, ne? Also erstmal als dieses Bild auftauchte, abgesehen von diesem roten Kreis, habe ich nichts gesehen. Und ich habe auch erst da nichts gesehen. Aber umso länger man da hinsieht, erkennt man hier eine Person mit langen schwarzen Haaren. Seht ihr das? So, einen weißen, was weiß ich, weiße Kleidung, ne? Und umso länger man hinsieht, umso besser sieht man es. Das ist Pareidolie. They claim that their friend, who was a doctor, took this picture while working at a Bolivian hospital in 2010. Bolivien, okay. Supposedly, the doctor and his friends didn't initially notice the Das sieht, und vor allen Dingen, umso länger man hinsieht, umso eindeutiger wird das wieder, ne? Also mittlerweile erkenne ich ja sogar hier richtig ein Gesicht. Okay. elevator door opening as they were too busy laughing and joking around. When they finally did see it, there was no one inside. If you take a closer look at the ghostly figure, you can see that it appears to be female with Wir sehen aber auch hier, nee, doch nicht. Es kann hier keine Spiegelung sein. Seht ihr das? Es wird immer sichtbarer. Man sieht jetzt hier sogar Augen, Nase, Mund. long black hair. Her face looks pale and gaunt and she seems to be wearing a hospital gown. Oh. Has the doctor actually managed to photograph a ghost in the elevator? Warum nicht? If so, could it be that of a former patient? Perhaps even someone who may have passed away while being treated at this very hospital. There's very little information available about this photo, other than Wow, also da habe ich ja sofort was it was gesehen. taken at St. Francis Hospital in Tulsa, Oklahoma. At first glance, Also da ist auch keine Pareidolie, Leute. Das sieht man ja sofort. Man sieht ja sofort, dass hier, alter Schwede. it doesn't appear the camera has captured anything unusual at all. That is until you spot the ghostly nurse standing on the far side of the bed. Das sieht echt gruselig aus. St. Francis Hospital was founded in 1955, and some claim that this photograph may show the ghost of a former nurse who worked Möglich. with her long white apron and her Ja, es sieht wirklich aus wie eine Krankenschwester, ne? Und zwar auch in alter Krankenschwesterkleidung. Ja, aber auch die Mitarbeiter da, die haben ja natürlich auch, ne, das Personal, eine Bindung zu diesem Krankenhaus. Wenn da einer sein Leben lang gearbeitet hat, für den ist das ein wichtiger Ort, zu dem er vielleicht auch pflichtbewusst im Tode zurückkehrt. Wer weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch ein Glitch sein könnte, aber das ist doch Krankenhauskleidung, also für eine Krankenschwester, die trägt man doch heute nicht mehr, oder? Mit so einem Häubchen und sowas. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. hair neatly tucked under a hat, the figure's appearance certainly resembles a nurse from that era. Ja, genau. While it certainly is an unsettling image, the lack of available information makes it a lot harder to judge its authenticity. That said, I'm sure the last thing you'd want to see after waking up in hospital is the ghostly face of a nurse from a bygone era blankly
Ich bin mir ja noch nicht mal sicher, ob man die sehen könnte, wenn man live vor Ort ist. Vielleicht manifestiert sich die halt nur auf Bildern, ne? Oder hat sich jetzt halt auf diesem Bild nur manifestiert. Staring down at you. Gruselig. Absolut. This creepy video was first uploaded to ja, Paranormal das haben wir schon mal Seekers gesehen. TK's YouTube channel in 2010. Da rennt was Reportedly vorbei. filmed in a hospital somewhere in Mexico, the footage shows an orderly laughing and joking around in front of the camera, when suddenly a mysterious dark figure walks by the window. The two decide to investigate, they open the door and head into what appears to be an empty operating theatre. Ja. Suddenly, a table begins to move on its own. Okay. The Daran konnte ich mich gar nicht erinnern. startled pair rush for the door. As they do, the camera holder does a full 360-degree sweep of the room. There's clearly no one else in there, and there's no other door that the figure could have entered or exited from. So who exactly was the shadowy figure? Some think it may have been the ghost of a former patient that passed away in this very operating room. Kann auch einfach sein, dass die da geschnitten haben. Keine Ahnung. Möglich. Ja, wie ich gesagt habe, das ist halt auch ein Ort für das Personal, was sehr wichtig war in ihrem Leben. Und einige finden vielleicht auch den Weg zurück. This photo was taken in the Grevilla wing of the Beechworth Lunatic Asylum in Victoria, Australia, by ghost hunters Raylene Cable and Alan Tiller. They took the photo while investigating the grounds at Beechworth and believe that it shows the spirit of a young girl kneeling on the floor. Ja. The figure Ja. Könnte aber auch Pareidolie sein. certainly does look like a child. It appears to be wearing a nightgown and looks as though it's holding something in its right hand. Das könnte auch Pareidolie sein, weil wir sehen hier ja auch, hier ist noch irgendwas hinter. Ich weiß jetzt nicht was. So, vielleicht gehört das auch mit dazu. Und das sieht halt nur so aus. Wenn ich mir jetzt diesen roten Kreis wegdenke, sehe dieses Bild einfach nur so. Ich weiß nicht, ob ich das dann sofort daraus sehen würde. Possibly a doll or teddy bear. Beechworth Asylum was famous for its lax rules regarding institutionalization. With only 2 signatures, a person could be committed. Almost 10,000 people died in the building, the patients often restrained and treated with electroshock therapy. Beechworth is... Ja, Elektroschocktherapie ist damals öfter durchgeführt worden. Ich weiß auch nicht, ich glaube, gibt es da heute nicht auch noch sowas? Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie Lobotomie. reportedly haunted by the ghost of a young Jewish woman who was mysteriously thrown to her death from a window. Because of strict religious beliefs, her body lay decomposing on the ground for 2 days while a rabbi came from Melbourne to officially move the body. Okay. Several visitors claim they've seen a young girl under the window where the incident happened. Another traumatic tale is that of a missing patient who couldn't be found for weeks. Ja, es ist natürlich, es gibt dann immer so Geschichten. Umso älter so ein Krankenhaus ist, vor allen Dingen in Ländern, in denen sowieso sehr viel, also wo die Leute auf solche Geschichten auch stehen, umso mehr Geschichten gibt es. Die Frage ist oft, was steckt wirklich dahinter? Ist das alles wirklich passiert? Ja, also hier haben wir ja die eine Geschichte, ein junges Mädchen stürzt aus dem Fenster, liegt da tagelang, bis ein Priester kommt und sie da wegschafft. Jetzt haben wir einen Patienten, der über Tage verschwunden ist oder über Wochen. Ja, gibt halt immer wieder so Geschichten, ne? Finally, Ich hab jetzt hier was gehört. his body was discovered by a local dog named Max near the gatehouse at the edge of the property. Oh, der wurde dann A gefunden search vom party Hund. was assembled Okay. to search the area, and they eventually found the patient's body up a tree. Since then, people have reported seeing a man wandering around the gatehouse at night. Countless other paranormal sightings have taken place at Beechworth Lunatic Asylum. Visions of doctors walking down dark hallways, screams, nurses kneeling by bedsides. One ghost hunter says a demonic voice told him to get out and leave the asylum. Is it possible that this photograph has captured the ghostly vision of one of the former patients of Beechworth? Naja, es ist halt möglich, ne? Ich muss jetzt die ganze Zeit immer zu meiner Tür gucken, weil ich auch ein Geräusch gehört habe. Wird schon paranoid hier.
Could it be that the dark history of this property is so traumatic that the souls of employees and residents are forced to wander the grounds forever? This photo was supposedly taken at an unnamed nursing home just minutes after one of the residents had passed away. According to the story, several staff members and residents heard the door to one of the rooms opening and closing, and the room's call light also kept mysteriously turning on and off despite the fact that there was no one inside. Many believe that this photo shows the ghost of the resident and that it was them opening and closing the door. Others think that the dark, shadowy figure may actually be the Grim Reaper sent to collect the soul of the deceased. It's up to you to decide. Sieht auf jeden Fall schon seltsam aus, ne? Als wenn sich da irgendwas manifestieren möchte. Schwierig. Which story you believe, but either way, it certainly makes for a very unsettling photo. Also, natürlich weiß man jetzt nicht, was es ist. Also, was sich da manifestieren möchte. Ob es jetzt ein verstorbener Patient war, der Tod, der Grim Reaper, kann man ja jetzt so nicht sagen, aber irgendwas will sich da manifestieren. Gruselig. Peoria State Hospital in Bartonville, Illinois, was a psychiatric hospital that operated from 1902 to 1973. At its peak, it was home to more than 2,800 patients, many. Es war nicht die beste Zeit, um als psychisch Kranker in so eine Anstalt zu kommen. Hatten wir ja gerade schon mit Elektroschocks, ja, Lobotomie und so weiter. Also man wurde da nicht gerade gut behandelt. Genauso wie Menschen mit Behinderung oder so. Teilweise wurden die ja sogar in die gleiche Einrichtung gesteckt, obwohl das Ganze überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also Penhurst ist da, das Penhurst Asylum ist da weltberühmt, ja. Es war, wie gesagt, nicht die beste Zeit. Deswegen sind auch, glaube ich, diese Anstalten oftmals Orte, an denen es viel spukt, weil da halt auch viel Leid den Leuten widerfahren ist. Ne? Of whom Aussätzige waren das damals. Claim to have had supernatural encounters. This photo was taken at the hospital by an unknown photographer. By the looks of the boarded up window, it was possibly an urban explorer who visited the hospital long after it had been shut down. Aber was sehen wir jetzt da? Sieht aus wie ein Gang, ne? Irgendwie mit Mauern, aber jetzt genau. Ja, hier ist halt Pareidolie auch wieder, ne? Also hier sehe ich dann tatsächlich auch einen Kopf. Aber At first, it seems the photo shows very little, but when you adjust the brightness, it appears to reveal a tall figure standing at the end of the corridor. It also becomes evident there are two glowing orbs present as well. Das kann aber jetzt, ich erkenne da keine Figur raus. Dass da irgendwas ist, okay, aber weiß ich nicht. Ist schwierig zu sagen. Many people often report seeing orbs similar to these when visiting places that are believed to be haunted. Over the years, Peoria State Hospital has become famous for several ghostly tales, the most well-known of which is the legend of the Graveyard Elm. The story goes that there was once a patient by the name of Manuel A. Bookbinder, who also worked at the hospital with the burial crew. When he passed away, over 100 patients and staff who were attending his funeral all claimed to have seen his ghost crying under an old elm tree in the potter's field. Was für eine Geschichte. Could it be possible that the shadowy figure seen in this photograph is actually the ghost of Manuel A. Bookbinder? Ja, also ich kann ja da noch nicht mal genau erkennen, ob es wirklich eine Figur ist, die da steht. So, ob das dann jetzt diese Geschichte von dem Mr. Bookbinder ist, I don't know, ja. Love to hear your thoughts on this one in the comments section below. Eigentlich sehe ich da nichts. This photo first appeared online sometime around 2012. Wow. It was supposedly captured in the Clemente Alvarez Emergency Hospital in Argentina by a staff member known only as Diego. Prior to the photo being taken, several staff members reported seeing the wheelchair moving down the hallway all by itself. Around the same time, this photo was taken in the Keith Haven Assisted Living Nursing Home in Flint, Michigan. It shows a very similar figure rolling down a hallway in a wheelchair. Wow.
The employee who captured the picture said she saw it with her own eyes and quickly grabbed her phone to take a photo. The apparition appears to have dark, sunken eyes and a wide open mouth. It also Ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob das nicht doch ein Glitch ist. Aber es sieht echt creepy aus, ne? Muss man ja sagen. looks rather decrepit and thin. The white shirt that the figure is wearing seems to be too large for its frail frame. If these images are indeed authentic, I Das finde ich ja auch, ne? Meine Güte. certainly wouldn't want to be a member of the night staff at either of these creepy hospitals. This spine-chilling photo first appeared on social media in 2014, and since then has become rather well known. There are several stories of its origin. However, the most common one is that a nurse in a hospital took a screenshot of a security camera that was monitoring patients in the ward. She claims that she saw a demon-like figure walking up and down the bed of one Sieht auch gruselig aus, ne? Meine Güte. particular patient. It had long black legs and eerie slender fingers. When she went to the ward to check on the patient, there was no sign of the figure in the room. However, the patient's vitals began declining rapidly and the person passed away shortly after. While many believe the nurse's story to be true, several skeptics claim that the demon is nothing more than a series of objects that are coincidentally lined up, giving the effect of a lurking creature. Vielleicht. What do you think? Könnte das nicht auch theoretisch aus dem Film sein? Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus. Ich kenne dieses Bild. Ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das zusammen gesehen haben. Aber ob das jetzt ein Dämon ist, kann man natürlich auch schlecht sagen. Ne? Ja. Naja. Could this photo actually be evidence of a demon collecting the souls of the sick and frail? Vielleicht. Or is it nothing more than a mere coincidence? Opened in Mexico City in 1847, Hospital Juarez is an active medical center known for sightings of La Planchada, the Iron Lady, a ghostly nurse from the mid-1900s who appears in a perfectly pressed nurse's uniform. Over the years, La Planchada has come to be known for treating patients in the hospital's emergency section, often bringing about miraculous recoveries. This photo is believed by many to be the only one to have ever captured proof. Okay, es geht da also um eine Krankenschwester, die halt im 19. Jahrhundert praktiziert hat, also gearbeitet hat. Und in ihrer Anwesenheit sind halt auch, wie soll man sagen, Wunderheilungen geschehen. Of the ghostly nurse as she makes her rounds. Also ich glaube einfach, also wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, dass das einfach nur eine Person ist auf dem Foto. Ich meine, hier gibt es noch viele andere Dinge, die gruselig aussehen. Ne? Schaut euch das hier mal an. Also da liegt ein Patient im Bett, selbstverständlich, oder eine Patientin. Sieht aber auch sehr gruselig aus und sie auch. Also ich glaube einfach, dass die Bildqualität schlecht ist und diese schlechte Bildqualität macht aus dieser Person, die da halt steht, etwas noch viel Gruseligeres. Ja? Like many ghost stories, there are several versions of the tale of La Planchada. Some say that she was a nurse in love with a doctor who Also, diese Figur, die wir da gesehen haben, sah nicht so gut aus wie sie. rejected her and drove her to suicide. Others claim she would euthanize patients to relieve their pain. Whatever her origins, La Planchada is known as a benevolent spirit, and there probably isn't a patient in Hospital Juarez who wouldn't be happy to see her. Before we get to that number one spot and take a look at some of the most eerie ghost footage ever captured, remember to hit that subscribe button and turn on channel notifications. That way you'll be updated about all our latest videos. In 2016, this video footage surfaced, reportedly shot at the school hospital Universitario in Honduras. It shows a ghost-like figure emerging from the door on the right-hand side of the corridor. The apparition seems to be aware of the camera person's presence, as it appears to look straight at them from the doorway. It then hesitates for a moment before walking right into the corridor.
Naturally, the camera holder seems startled as they stumble backwards through a set of doors. Warum After ist the da ein video was released, Filter rumors drüber? began circulating that it may actually be the ghost of a former doctor who had taken their own life. Many who work there believe that the doctor's ghost still haunts the hospital's hallways, Es kann aber auch ein Glitch oder irgendein Effekt sein. Ne? with reports of lights mysteriously switching on and off in several of the patients' rooms. Ja, das sind halt die Standardgeschichten. Ne? This is certainly a very striking clip, and if it's genuine, may well be some of the best ghost footage ever captured. Ja, aber also die Bildqualität ist auch wieder, also die ist so richtig mies. Ist schwer zu sagen, ob da nur geglitscht wird oder ob es gestellt ist. Schwierig. For more unsettling, creepy content. Ja, ich fand es wieder sehr gut. Ich sehe mir Fotos teilweise sogar noch lieber an als Clips, weil man da viel mehr rumspekulieren kann. Kann man natürlich alle genauso gut faken. Aber heute waren einige Top Bilder dabei und wirklich grandiose Aufnahmen, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu dem Video von Slapped und auch zur Seite, zum Kanal von Slapped. Ja, und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Grusel mit MadCChris. Grusel mit mir. Bis dahin haltet die Ohren steif. Macht's gut. Adios.